Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im Juli bitte. Guter Dinge, sehr guter Dinge. Ein Großprojekt wird gestartet. Ich sehe ein großes Passagierschiff. Dies kann jetzt tatsächlich sein, dass du eine Reise tätigst auf einem großen Passagierschiff, beziehungsweise es kann das Fortbewegungsmittel sein, das energetische Fortbewegungsmittel. Sie sagen, du wirst einen Heidenspaß haben. Sie sagen, im Zwischenmenschlichen wirst du sehr, sehr viele neue Bekanntschaften schließen, wovon eine einen äußerst großen, tiefen Eindruck hinterlässt. Sie sagen, falls du mit einem Skorpion verbunden bist, liebe Waage, gilt es, achtsam zu sein. Viele Tiere, viele Tiere. Tierkommunikation, Tiersprache erlernen. Insbesondere Pinguine. Es scheint kunterbunt zu werden bei dir, liebe Waage, im Juli. Jemand, der an Erschöpfung, Müdigkeit, chronischer Erschöpfung, chronischer Müdigkeit leidet. Sie sagen, lasse deinen Vitaminspiegel checken. Ihr wisst schon welchen. Du rennst der Sonne entgegen. Es wird alles immer schneller, alles geht immer schneller vonstatten. Du gewinnst an Tempo, es kann dir teils nicht schnell genug gehen. Vorsicht bei denen, die irgendetwas durch die Wand jagen, ein Nagel hineinbohren oder irgendetwas Größeres, dass ihr nicht oben oder hinten rauskommt. Bücher auf dem Dachboden, sagen sie. Ein Schatz wird entdeckt. Dachboden kann aber selbstverständlich auch der Keller sein. So, schauen wir, ob noch Themenkarten kommen. Du hast 3 Themenkarten. Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, der Wissensdurst, die Zweisamkeit, die Jagd, die Schnelligkeit. Es fühlt sich ganz danach an, liebe Waage, dass im Juli eine neue Ausrichtung
sehr, sehr ausschlaggebend werden wird. Du richtest dich neu aus, du bekommst eine neue Ausrichtung. Es ist, als hätte sich ein langanhaltendes, schweres Kapitel schließen dürfen, beziehungsweise du achtest nicht mehr darauf, du schaust nicht mehr darauf hin, dein Fokus liegt nicht mehr darauf. Langsam und zäh hast du versucht, dich da rauszuwinden, aus, wie gesagt, dem Status der Erschöpfung, dem Status der Schwere, vielleicht so viele Sorgen und Zweifel, der Illusion, weil zu viel da war. Doch, liebe Waage, der Juli macht es dir leichter. Er zieht dich behutsam wirklich ans Licht, in die Leichtigkeit. Es liegt an dir, ob du es zulässt und vor allem, wie schnell. Dein Wissensdurst, lange warst du schon nicht mehr so hellwach und so wissensdurstig. Es kann dir nicht schnell genug gehen. Du beschäftigst dich sehr mit Universallehren, mit spirituellen Lehren oder wie man im Fachjargon etwas abwertend sagt, mit Esoterik. Doch du findest deine Nische. Es hat auch einen sehr, sehr großen, breit gefächerten, sehr tiefgründigen psychologischen Aspekt, auf den du blicken wirst. Der Juli ebenso um den 10., 15. herum, die Partnerschaft sehr wichtig, die Liebe sehr wichtig, die Freundschaft sehr wichtig. Ein Mensch, der für dich da ist und dich unterstützt. Schauen wir uns dein Hauptthema an. Unter welchem Themenstern steht dein Juli? Unter dir selbst, deiner Kraft, deiner Balance, der Gerechtigkeit und dem Wissen. Wie passend. So, es geht darum, liebe Waage, dass du erkennen solltest und hoffentlich sehr bald erkennst, dass du nicht alles alleine machen musst, dass du nicht alles alleine verrichten musst, dass das ganze Gewicht auf deinen Schultern, dass du es nicht alleine tragen musst. Hilfe im Außen kann man sich immer holen, sofern man bereit ist, um Hilfe zu bitten. Die geistige Welt ist immer um einen jeden von uns herum. Engel, die auf dich achten, auf dich schauen, die um dich herum sind, die Ahnen aus dem Jenseits. Niemals bist du alleine. Spreche mit ihnen, bitte sie um das, was du möchtest, dass es leichter wird, dass es geht. Du wirst sehr schnell erkennen, dass es dir eigentlich sehr leicht fällt. Es fällt dir vielleicht nicht leicht, einem deiner Freunde oder deiner Familienangehörigen, um Hilfe zu bitten. Doch wenn es um die feinstoffliche Welt geht, das fällt dir um einiges einfacher. Auch bei einigen wird ein Totem sehr ausschlaggebend. Ein Totem mit Vögeln, Greifvögeln beziehungsweise mit vielen Federn darauf. Es wird sehr, sehr interessant. Du machst das Schwarz-Weiße. Du malst es bunt an. Und wie malst du es bunt an? Wie wird es fröhlicher? Wie wird es lustiger? Wie wird es leichter? Genau, indem du deinem Wissensdrang nachkommst und den Wissensdurst löscht. Gut möglich, dass ein Stier für dich sehr ausschlaggebend werden wird. Ein Stier,
der vielleicht dein Mentor werden könnte, der dich vielleicht sehr beeindruckt vom Lebensweg her, vom Wissen her, von der Weisheit her. Es lohnt sich dort hinzuschauen. Du kannst sehr, sehr viel für dich mitnehmen und anwenden. Das Großprojekt, das gestartet wird, dort brauchst du, Betonung auf brauchst du, definitiv Hilfe. Es geht um spezifisches Know-how. Du kannst es dir natürlich auch selbst aneignen, doch Zeitverlust. Warte ab, es kommt alles zu dir. Es weist sich dir alles. Gut möglich, dass jetzt, wenn du dieses Video hörst, noch zu Beginn des Julis, dass du sagst, ich weiß nicht, wovon sie redet. Ich habe kein Großprojekt im Sinn. Ich weiß nicht einmal, was morgen sein wird. Warte es ab. Noch streifst du umher, noch spürst du die Erschöpfung, noch ist die Müdigkeit vorhanden. Doch sobald du dich dem Wissensdrang hingibst und beginnst nachzulesen, nachzuforschen, in dich hineinzuspüren, ja, da rieseln die Impulse nur so herein, liebe Waage. Du hast sehr, sehr viel zu geben, doch die Angst, deine Angst, die Selbstzweifel sind die dich hindern, nach vorne zu gehen. Oft möchtest du andere Menschen unterstützen, ihnen etwas Gutes tun und du bist schon dabei und dann hältst du inne, denn du sagst dir dann, es wird ja eh nicht wertgeschätzt, ich könnte falsch verstanden werden. Doch was gibt es Wichtigeres als Mitgefühl, liebe Waage? Mitgefühl, wahres Mitgefühl entspringt der bedingungslosen Liebe. So solltest du dich keinesfalls dafür schämen, beziehungsweise sie sagen, es hat mit deinen Erwartungen zu tun, dass es einen, wie sagt man, einen Austausch geben muss dann im Endeffekt. Doch wenn du etwas aus reinem Mitgefühl machst, liebe Waage, muss es keinen Austausch geben. Es wird ihn ganz automatisch geben. Wenn nicht gleich, dann später. Doch das, was du gibst, kommt doch 1000 Millionenfach zu dir zurück auf die eine oder andere Art und Weise. Irgendetwas ist um den 3. bis 8. Juli, was dich innerlich in Aufruhr bringt, in Unruhe bringt. Es ist, als würdest du dir selbst Druck machen, dass du irgendetwas noch nicht erreicht hast oder noch nicht zu Ende gebracht hast. Doch das ist nur das Ego, das dich ablenken möchte vom Eigentlichen. Denn es gibt in deinem näheren Umfeld einen Menschen. Dieser Mensch ist verbittert und du spürst es. Vielleicht wirst du dafür verantwortlich gemacht. Vielleicht spricht dieser Mensch nicht mehr mit dir. Doch du spürst innerlich so einen Drang, diesem Menschen Gutes zu tun, für diesen Menschen da zu sein. Tu es. Doch erwarte nichts Aktives gleich im Gegenzug. Es ist, als würdest du sagen, ich gebe und gebe. Doch warum gebe ich eigentlich?
Ja, ganz einfach, liebe Waage, weil du viel zu geben hast. Du bist ein reich beschenktes Geschöpf Gottes. Und wenn du es zurückhältst, aus dem einen oder anderen Grund, ja, dann hält das Universum auch kurz vor dir an und liefert nicht aus. Wir machen weiter im Extended mit mehr Details, schauen noch andere Botschaften an, was noch alles auf dich zukommt, liebe Waage. Wir sehen uns dort. Bis gleich, wir freuen uns. Ciao!